Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Homo Deus. Eine Geschichte von morgen von Yuval Noah Harari ist ein faszinierendes Werk, das versucht, einen Blick in die Zukunft der Menschheit zu werfen. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängerbuchs Sapiens, in dem Harari die Geschichte der menschlichen Zivilisation beleuchtet, setzt Homo Deus dort an, wo die Geschichte aufgehört hat und stellt die provokante Frage, was aus dem Menschen wird, wenn Hunger, Seuchen und Krieg weitgehend besiegt sind. Harari untersucht anhand wissenschaftlicher, philosophischer und sozialer Entwicklungen, wie sich unsere Prioritäten verschieben, sobald die existenziellen Herausforderungen der Vergangenheit überwunden scheinen. Damit wird der Mensch mit Fragen konfrontiert, die sich zuvor kaum stellten. Was wird aus uns, wenn wir Kontrollgewinn über Leben, Tod und Glück anstreben? Wie verändern künstliche Intelligenz, Gentechnik und Biotechnologie unsere Gesellschaft und unser Selbstverständnis? In diesem Buch spielt Harari mit den Möglichkeiten und Risiken, die das Streben nach Unsterblichkeit, Glückseligkeit und gottgleicher Macht mit sich bringt. Es ist kein düsteres Zukunftsszenario, sondern eine analytische, tiefgründige und oft überraschende Betrachtung künftiger Entwicklungen, die sowohl Chancen als auch potenzielle Gefahren aufzeigt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Der Übergang vom Homo sapiens zum Homo Deus. Harari beginnt das Buch mit der Feststellung, dass der Mensch, der Homo sapiens, sich im Laufe der Zeit zu einer Art gottgleiche Wesenheit weiterentwickeln könnte, dem Homo Deus. Der zentrale Gedanke dabei ist, dass Grundprobleme wie Hunger, Krankheit und Krieg zunehmend gelöst werden. In dem Maße, wie diese Bedrohungen schwinden, strebt die Menschheit nach neuen Zielen: verringerter Sterblichkeit, erhöhtem Glück und sogar Unsterblichkeit. Harari argumentiert, dass die Fähigkeiten der Menschheit sich dabei nicht nur auf Wissenschaft und Technik stützen, sondern auch auf eine massive Ausweitung des Wissens um das menschliche Bewusstsein. Dieser Wandel bedeutet aber eine Gefahr für unsere bisherigen Werte und Identitäten, denn wenn Technologie das Menschsein neu definiert, verliert vieles aus unserer Vergangenheit seine Bedeutung. Zweitens. Die Macht der Algorithmen und künstlichen Intelligenz. Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Siegeszug von Algorithmen stellt Harari die Frage, wie sich das Selbstverständnis des Menschen ändert, wenn Maschinen uns in vielen Disziplinen überlegen sind. Er beleuchtet die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Biotechnologie und wie diese dazu führen könnten, dass Maschinen bessere Entscheidungen treffen als Menschen, sei es bei medizinischen Diagnosen, Finanzentscheidungen oder sogar im Militär. Harari diskutiert auch den Begriff des Dataismus, eine Ideologie, die Daten als höchste Instanz und Ziel menschlichen Strebens sieht. Dies könnte zu einer Epoche führen, in der menschliches Bewusstsein und freie Entscheidungen von Algorithmen in den Schatten gestellt werden. Die gesellschaftlichen und ethischen Fragen, wer dann wirklich Macht und Kontrolle besitzt, sind enorm. Drittens. Der Aufstieg neuer Religionen. Humanismus und Dataismus. Harari analysiert, wie im Laufe der Geschichte unterschiedliche Religionen die Entwicklung der Menschheit beeinflusst haben und wie sich Religion heute in neuen Formen manifestiert. Im Zentrum stehen dabei der Humanismus, der Mensch als Mittelpunkt aller Werte und Entscheidungen, und der aufkommende Dataismus, der Datenflüsse und Verarbeitung als höchsten Wert definiert. Harari untersucht, wie der Glaube an die Überlegenheit der menschlichen Erfahrung vom Glauben an Algorithmen abgelöst werden könnte. Er argumentiert, dass diese neuen Glaubensrichtungen nicht nur unser Denken, sondern auch unsere gesellschaftlichen Strukturen, Wirtschaft und Moralvorstellungen grundlegend verändern könnten. Viertens. Die Zukunft des Menschen. Unsterblichkeit, Glück und göttliche Fähigkeiten. Ein wichtiger Teil des Buchs beschäftigt sich mit der Frage, wie der Mensch versucht, Grenzen zu überwinden. Nicht nur Krankheiten sollen besiegt, sondern auch Altern und Tod. Die Vision reicht bis zu einer digitalen oder biologisch gesteuerten Unsterblichkeit. Ebenso diskutiert Harari den Wunsch nach maximalem Glück,
durch biotechnologische Eingriffe und durch die Kontrolle von Gefühlen und Empfindungen. Mit dieser Entwicklung rückt das Streben nach gottähnlicher Allmacht in den Fokus. Gleichzeitig stellt sich die Gefahr, dass solche Entwicklungen zu einer Spaltung der Gesellschaft führen könnten. Ein Elitemenschenschlag profitiert von den Möglichkeiten, während viele andere abgehängt werden. Schließlich ethische Herausforderungen und gesellschaftliche Risiken. Harari verschweigt nicht die gesellschaftlichen und ethischen Probleme, die mit der technikgetriebenen Zukunft einhergehen. Wer entscheidet, wer Zugang zu lebensverlängernden Technologien erhält? Wie verändert sich der Wert des Individuums, wenn Maschinen die wichtigsten Entscheidungen übernehmen? Die Gefahr von Diskriminierung, sozialer Ungleichheit und Missbrauch ist allgegenwärtig. Harari fordert, dass wir uns schon heute mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, um als Gesellschaft nicht unvorbereitet in eine Zukunft zu stolpern, die uns selbst entgleitet. Seine Analysen sind keine Angstmacherei, sondern eine Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen und die ethischen Dimensionen technologischer Innovationen aktiv mitzugestalten. Zusammenfassend: Homo Deus. Eine Geschichte von morgen ist ein Buch für alle, die sich für Philosophie, Wissenschaft, Technologie und die Zukunft der Menschheit interessieren. Besonders geeignet ist es für Leser und Leserinnen, die über den Tellerrand blicken und die Konsequenzen der digitalen und technologischen Revolution verstehen möchten. Hararis analytischer Stil und seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich darzulegen, machen das Buch auch für Laien zugänglich, die bisher wenig Erfahrung mit den Themen künstliche Intelligenz oder Biotechnologie haben. Man sollte dieses Buch lesen, weil es nicht nur beschreibt, wohin sich die Gesellschaft entwickeln könnte, sondern weil es auch zum Nachdenken anregt, welche Werte und Prinzipien uns in dieser Zukunft leiten sollten. Während viele andere Zukunftsbücher sich auf technologische Details beschränken oder in Spekulationen abgleiten, verbindet Homo Deus gesellschaftliche, ethische und philosophische Aspekte und liefert so ein ganzheitliches Bild kommender Herausforderungen. Wer sich für die Welt von morgen interessiert und vorbereitet sein möchte, sollte Homo Deus unbedingt zur Hand nehmen. Es hilft, die eigene Rolle im Wandel besser zu verstehen, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und die Grundlagen für ein bewusstes Mitgestalten der Zukunft zu schaffen. Hararis Werk ist damit nicht nur informativ, sondern auch inspirierend und ein entscheidender Beitrag für den Dialog über die Zukunft der Menschheit. Wenn Sie unterstützen möchten. Yuval Noah Harari, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.